Ich muss dir etwas sagen. Wir trennen uns. Ich hab's geahnt. Das kleine Blondchen soll uns das Geld selbst bringen. Kathi? Genau, Kathi. Und sonst niemand. Und da habe ich gedacht, ich könnte Isabel zum Essen einladen. Zu unserem Essen. Ja, da ist doch sicher nichts dagegen, oder? Trotz allem, was passiert ist, ich liebe Nina. Und nur sie. Es tut mir leid, ich wollte keine falschen Hoffnungen in dir wecken. Du hast mit mir geschlafen. Du liebst mich. Wenn das so einfach wäre. Steh zu deinen Gefühlen. Komm zurück zu mir. Ich kann die Beziehung zu Nina nicht aufgeben. Erika, wir beide gehören zusammen. Du und ich. Nein, Arno, nein! Es ist vorbei! Ich hab verstanden. Aufgelegt. Exaktes Timing. Nach 5 Sekunden und der Anruf hätte zurückverfolgt werden können. Ich bringe Ihnen das Geld nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mach das nicht. Niemals. Ausgeschlossen. Das kann auch keiner von dir verlangen. Und warum eigentlich du? Wieso nicht einer von uns? Weil die Million nur Mittel zum Zweck ist. Clarissa will uns beweisen, dass wir ausgeliefert sind. Wenn ich die in die Finger kriege. Vorher sollten wir lieber noch einmal überlegen, ob sie überhaupt noch als Drahtzieherin in Frage kommt. Der heikelste Punkt bei einer Erpressung ist die Geldübergabe. Bei ihr werden die meisten Täter geschnappt. Und Frau von Anstetten würde niemals das Risiko eingehen, dass ihre Helfer von der Polizei befragt werden. Aber was wäre, wenn niemand zur Übergabe erscheint? Dann würde wiederum einiges der Frau von Anstetten als Täterin hindeuten, ja. Sie glauben also, die Erpresser werden kommen? Ja, Ja, du willst doch nicht etwa zahlen. das wäre das Klügste. Und ich? Die Typen sind hinter dem Geld her. Dir wird nichts passieren. Ich hoffe, Sie mögen Thailändisch. Danke. War mir ein Vergnügen. Und ich kann dir wirklich nichts helfen. Nein. Ich hoffe, es schmeckt. Bestimmt. Sie ist eine fantastische Köchin. Na, nun übertreib mal nicht. Interessieren Sie sich eigentlich für die Oper? Ich bin gleich wieder da. Ist was? Was ist wohl? Ich weiß nicht, du bist irgendwie zu Isabel so distanziert. Sag bloß. Was falsch, Sie einzuladen? Das sollte unser Versöhnungsessen werden, Phil. Das ist es aber auch. Und was ist mit Isabel? Kleines Missverständnis. Komm, sonst wird ein fantastisches Essen gehabt. Damit das klar ist. Kathi wird das Geld auf keinen Fall überbringen. Keine Übergabe, keine Chance, die Täter zu schnappen. Dann geh du doch. Dann würde ich ja, aber die Forderung lautet... Die Forderung kannst du dir sonst wohin stecken. Heino, jetzt beruhig dich doch mal. Ein Streit hilft keinem. Also noch einmal. Wenn Kathi nicht zur Übergabe erscheint, wird diese vermutlich platzen. Davon müssen wir ausgehen, ja. Ihr denkt also ernsthaft darüber nach, Kathi dorthin zu schicken. Ihr könntet ebenso gut russisch Roulette mit ihr spielen. Selbstmord wäre es, wenn wir uns nicht an die Forderungen halten. Beim nächsten Mal kommt Kathi bestimmt nicht mit dem Schrecken davon. Kathi ist also in Gefahr. Egal, was wir tun? Ja. Da gibt es nur eine Lösung.
Wir müssen dich aus der Schusslinie bringen. Kathi soll zu ihrer Mutter nach Singapur, stimmt's? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nein, ich bleibe hier bei Heino. Dann geht Heino eben mit. Was kommt danach? New York? Sydney? Monte Carlo? Und für wie lange? Womöglich sind die Täter ja verhaftet, wenn Kathi wieder zurückkommt. Bei welcher Gelegenheit, wenn keine Übergabe stattfindet? Du willst Kathi also als Zielscheibe benutzen? Als Botin. Oder hast du eine bessere Idee? Wir werden allerdings die Polizei einschalten müssen. Nur so können wir sicher gehen, dass Kathi keinem unnötigen Risiko ausgesetzt wird. Also mir gefällt das nicht. Ob du das Geld überbringst oder nicht, das musst du ganz allein entscheiden. Zwingen kann dich niemand. Habe ich eine andere Wahl? Wussten Sie, dass in Thailand man Karpfen ganz anders zubereitet als bei uns? Nein, wie denn? Mit Zitrone und Orangen und süßen Früchten. Interessant. Ich habe dort gelebt. Du in Thailand? Ja, in Pattaya als Tauchlehrer. Tauchen können Sie also auch noch. Ja, wenn Sie wollen, bringe ich es Ihnen bei. Irgendwann mal vielleicht. Vielen Dank für das Essen, es war sehr lecker. Das war mir ein Vergnügen. Aber bleiben Sie doch noch auf Ihr Glas Wein. Ich habe Kopfschmerzen. Darf ich mir ein Taxi rufen? Aber ich kann Sie doch nach Hause fahren. Nein, danke. Ich nehme lieber ein Taxi. Rufen Sie mir eins, ich warte dann schon mal draußen. Nicht böse sein, Steffi, aber Isabel ist mir ziemlich wichtig. Ich glaube, sie interessiert sich für mich. Heute ist rheinischer Sauerbraten im Angebot. Auch schon ohne Braten sauer. Witzig, junger Mann. Hallo Arno, was machst du denn hier? Willi, Bier trinken. Ja, wisst ihr, ich soll dir von Uli und Daniel ausrichten, dass sie schon Richtung Kino vorgegangen sind. Danke. Willi, was ist? Willst du mir etwas sagen? Du hast mit Mama gesprochen, stimmt's? Na fein. Wissen ja wieder alle bestens Bescheid. Mama wusste nicht mehr weiter. Fallen dir keine Ausreden mehr ein? Sie macht sich Vorwürfe. Gut. Aber Mama... Hat sich getrennt von mir. Endgültig. Tschüss. Was soll das? Warum rennen Sie mir nach? Sie waren im Taxi so schweigsam. Alles in Ordnung. Ja, ich wusste nur nicht, was wir uns noch zu sagen hätten. Beispielsweise, wie schön der Abend war. Für Sie vielleicht. Haben Sie sich etwa nicht amüsiert? Sie haben mich benutzt, um jemanden eifersüchtig zu machen. Das finde ich alles andere als amüsant. Ich war in einer Notlage. Und haben mich damit in eine unmögliche Situation gebracht. Warum sind Sie dann nicht früher gegangen? Das wissen Sie ganz genau. Sie hatten Angst, ich könnte Ihr kleines Geheimnis verraten. Dass Sie das Bild absichtlich beschädigt haben. Henning und Caroline würden Ihnen so und so nicht glauben. Ja, trotzdem sind Sie geblieben. Aber nur, um herauszufinden, warum Sie das eigentlich alles machen. Dann belasten Sie sich damit besser nicht. Ja, ich will auch nicht wissen, was Sie gegen Ihre Schwester haben. Mir reicht es, wenn wir uns gegenseitig helfen. Gelegentlich. Einmal und nie wieder. Abwarten. Gute Nacht. Kommissar Breger müsste jeden Augenblick eintreffen. Ah, gut, dass Sie kommen. Ist irgendetwas mit Kathi? Kathi geht es gut, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Genauer gesagt, habe ich Ihnen etwas mitzuteilen. Bitte. Danke. Ich habe nachgedacht, sehr lange, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich kündige. Selbstverständlich werde ich Kathi während der Geldübergabe zur Seite stehen, vorausgesetzt, sie macht es. Aber unter den gegebenen Umständen kann ich für Kathis Sicherheit nicht mehr garantieren. Und was ist, wenn ich noch mal mit ihr spreche? Sobald die Lage scheinbar entspannt ist, würde sie unvorsichtig werden und abhauen. Aber Herr Rohloff, es ist doch sehr schwer zu verstehen, dass man auf Schritt und Tritt bewacht wird. Also ich möchte nicht mit Kathi tauschen. Auf der anderen Seite, so ganz ohne Personenschutz? Wie stellen die beiden sich das vor?
Ich an ihrer Stelle würde es mit einem Team versuchen. Unsichtbar machen können die sich zwar auch nicht, aber Kathi und Heino müssten nicht immer nur ein Gesicht sehen. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich zur Kathi. Ist sie oben? Ja. Aber warte doch mal bitte. Ich habe dir eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Nach der Geldübergabe gebe ich meinen Job hier auf. War mir klar, dass dich das nicht gerade traurig macht. Naja, es geht ja nicht gegen dich persönlich. Ist schon gut. Ich habe nur eine Bitte. Erzähle Kathi bitte noch nichts davon. Falls sie mit der Geldübergabe einverstanden ist, könnte sie meinen Entschluss sehr verunsichern. Geht klar. Obwohl ich immer noch hoffe, dass sie Nein sagt. Verzeihung, die Herren von der Polizei sind da. Gut, willkommen. Ja, dann wollen wir mal, oder? Meine Herren? Was ist denn hier los? Hier sind ja auf einmal total viele Leute. Deswegen müssten wir uns doch mal kurz unterhalten. Oder wolltest du? Fangen Sie doch schon mal ohne mich an. Ich komme gleich, ja? Guten Morgen. Der Abend mit Steffi scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Was meinst du mit Erfolg? Ach, gar nichts. Deine Verabredung war wohl ein Reinfall. Das kann man so sagen. Aber frag mich nicht, ob ich darüber reden will. Ja, einen Gefallen kannst du mal betonen. Kannst du Steffi ausrichten, dass sie mich im Büro anrufen soll? Okay, danke. Und gute Besserung. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist Arno da? Arno, Besuch für dich. Schönen Tag noch. Elisabeth. Guten Morgen. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, natürlich. Möchtest du einen Kaffee? Danke. Nein, ich bleib nicht lange. Ja, dass es mit uns beiden nicht geklappt hat, das kann ich akzeptieren. Obwohl ich es sehr bedauere. Aber es sollte eben nicht sein. Aber als Mutter, Ah, du machst dir Gedanken wegen Nina. ja. Wenn Erika und du, ich meine, wenn ihr beide jetzt wieder zusammen seid, dann wird das bestimmt nicht einfach für Nina. Erika hat nicht die Absicht, sich von Nina zu trennen. Ich habe mit ihr gesprochen. Das tut mir leid für dich. Muss es nicht. Hat mich ein paar Kopfschmerzen gekostet. Weiter nichts. Ich hab's ohne dich einfach nicht mehr ausgehalten. Nina! Oh, nicht so fest, du erdrückst mich ja. Oh, wenn du hier ohne Vorankündigung reinkommst, dann musst du damit rechnen. Soll ich wieder gehen? Untersteh dich, lass dich anschauen. Und? Du siehst toll aus. Das wundert mich. Ich habe nächtelang wach gelegen und nachgedacht. Naja, es war ein Fehler von mir, einfach abzuhauen. Ohne dass wir uns ausgesprochen haben. So richtig, weißt du? Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, dass ich nicht mehr eifersüchtig auf Elisabeth bin. Und dass du mich liebst, immer bei mir bleibst und dass du mir immer treu bist. Oh, ich liebe dich. Aber warum ich? Warum nicht? Ja, ein Double. Das ist doch überhaupt die Idee. Wir schicken jemanden zum Geldübergabeort, der genauso aussieht wie ich. Das scheitert daran, dass du einmalig bist. War das jetzt ein Kompliment? Eine Feststellung, rein beruflich. Die Täter würden schnell merken, dass nicht du am Übergabeort bist. Ich habe aber Angst. Bestimmt vermassel ich auch alles. Ich bin doch in deiner Nähe. Gibt's denn gar keine andere Lösung? Nicht, wenn du willst, dass die Täter geschnappt werden. Vielleicht sprichst du noch mal mit Kommissar Breger, bevor du dich entscheidest. Der sagt mir auch nichts Neues. Also gut, ich mach's. Aber nur, weil du bei mir bist und mich hinterher beschützt, wenn irgendwas schief läuft. Gemeinsam stehen wir da schon durch, ha?
Ich sag dem Kommissar Bescheid, dass du einverstanden bist. Ah, sind die für mich? Ja. Als kleine Entschuldigung. Dafür, dass ich Trottel dich so in Gefahr gebracht habe. Danke. Also, falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche dir einen guten Heimflug nach Amerika. Danke. Steffi? Gut, dass ich dich noch treffe. Philipp möchte, dass du ihn im Büro anrufst. So. Möchte er das? Hey, was ist denn los? Ich dachte, ihr hattet einen netten Abend zu zweit. Zu zweit? Du meinst wohl zu dritt? Philipp hat Hennings Schwägerin eingeladen. Oh, wohl nicht ganz der passende Zeitpunkt. Das sollte unser Versöhnungsessen werden. Da will ich doch sonst niemanden dabei haben. Oh, das hängt davon ab, ob ihr beide vor dem Abend das Gleiche erwartet. Was soll denn das heißen? Du hast doch eben gesagt, du wärst mit Philipp am liebsten allein gewesen. Willst du mir jetzt irgendwelche Hintergedanken unterstellen? Nein. Ja, was soll dann die Bemerkung? Ach komm, dann klär das doch mit Philipp selber. Vielleicht will er sich aber dir entschuldigen. Seine Ausreden kann er für sich behalten. Soll ich ihm das so ausrichten? Ja, sollst du. Und ich wünsche ihm noch viel Spaß mit seiner Isabel. Und wenn er dich sprechen will? Hat er Pech gehabt. Ich fahre nach München zu Freunden. Je weiter ich weg war, desto größer war meine Sehnsucht nach dir. Es ging mir genauso. Dabei wollte ich doch Abstand zu dir gewinnen. Und am liebsten dich vergessen. Du hättest mich sehr unglücklich gemacht, wenn dir das gelungen wäre. Nicht nur dich. Fast hätte ich einen großen Fehler gemacht. Es war doch zu dumm von mir, dir nicht zu glauben. Sprach ja auch einiges gegen mich. Naja, du warst eben lange mit Arno zusammen. Ist doch klar, dass es dir merkwürdig vorkommt, wenn er plötzlich mit einer anderen zusammen ist. Dann auch noch mit meiner Mutter. Ich meine, das ist doch echt eine skurrile Geschichte, oder? Ja, allerdings. Auf jeden Fall, wichtig ist jetzt, dass zwischen uns wieder alles okay ist. Und dass ich dir vertrauen kann. Und dass du mir ja nicht wieder ausrastest, falls uns Arno mit einer Begleitung über den Weg läuft. Nee, das wird so schnell nicht wieder passieren. Du hast mir echt riesig gefehlt. So, jetzt erzähl doch mal. Was ist denn alles passiert, während ich weg war? Doch so viel? Wann sehen wir uns denn wieder? Oh, ich bringe meine Sachen zu uns und dann wollte ich im No Limits noch mal vorbeischauen. Ob es sich noch lohnt, den Laden zu übernehmen. Hey, du machst das? Mhm. Es ist mir klar geworden, dass du nicht nur dein schlechtes Gewissen damit beruhigen wolltest. Ja. Manchmal, da bin ich echt ein Idiot. Ich hätte dich doch niemals in so eine Gefahr bringen dürfen. Ist ja noch mal gut gegangen. Hätte aber auch schief gehen können. Ich muss dir was sagen. Eigentlich wollte ich das mit der Geldübergabe ja nicht machen. Aber du gehst hin. Ich weiß, dass du dagegen bist. Bist du dir ganz sicher? Es muss sein. Sonst hören die niemals auf, mich zu erpressen. Und was ist, wenn dir was passiert? Marc hat mir versprochen, dass er während der Geldübergabe keine Sekunde von meiner Seite weicht. Für wen hält sich Marc eigentlich? Für Superman? Wenn wir die Täter tatsächlich schnappen wollen, dann ist das der einzige Weg. Sagt Marc. Und er hat recht. Weil Marc immer recht hat. Nein, aber in diesem Fall ist es nun mal so. Und meine Meinung, die zählt gar nichts mehr. Doch. Aber anscheinend nicht so viel wie die von Marc. Bist du etwa schon wieder eifersüchtig? Ja? Entschuldigt. Könntest du bitte mal runterkommen? Was gibt's denn? Wir müssen ein paar Dinge klären. Ja gut, ich komme gleich. Marc ist nun mal der Profi. Ich vertraue ihm und ich fühle mich sicher in seiner Nähe. Deswegen springst du ja auch gleich, wenn er nach dir pfeift. Du bist süß, wenn du sauer bist. Dann behalte ich mal meinen Schatz. Marc ist nämlich nicht mehr lange hier. Wieso? Was heißt das? Nach der Geldübergabe ist dieser Typ zum Glück Geschichte. Geller hier. Tag, Frau Sander. Können Sie mich bitte morgen früh zurückrufen? Es ist dringend. Hallo Erika, hier ist Elisabeth. Ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber Sie sind in einer Besprechung und da ich nicht weiß, ob wir uns vor meiner Abreise noch mal sehen, naja, jedenfalls das mit Arno und Ihnen, ich habe es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Geht's dir wieder besser? Mir schon. Ah, verstehe. Du willst reden über dein Problem. Nein. Diesmal über deins. Steffi? Du erinnerst dich, fein. Ja, sie war wohl nicht gerade begeistert, dass ich ihre Einladung gestern falsch verstanden habe. Steffi war stinksauer und sie hat es an mir ausgelassen. Ja, das war nicht so geplant. Ja, egal, was du vorhattest. Ich habe keine Lust, den Blitzableiter zu spielen. Sie beruhigt sich schon wieder. Das ist mir zu spät. Steffi ist also eifersüchtig? Dagegen gibt's nur ein Mittel. Ja, hallo? Philipp Rander. Ja, ich hätte gern 50 Baccarat-Rosen für Frau Stephanie Sander am Fischeweg 1a, Köln. Ja, danke schön. 50 rote Rosen. Wie großzügig. Und das ist erst der Anfang. Heute Abend führe ich Sie zum Essen aus. Das glaubst du? Heute Nachmittag fährt Steffi nach München. Was? Und ich soll dir ausrichten... Ja, vielleicht kannst du dir das selber denken. Und ich kann Sie nicht überreden? Nach der Übergabe packe ich meine Koffer. Schade. Mir tut es auch leid, aber die Sicherheit von Kathi darf nicht darunter leiden, dass ich sie trotz allem nett finde. Ich glaube, Kathi findet sie auch nett. Du verdammter Mistkerl. Erst überredest du mich und dann verdrückst du dich. Und jetzt sag mir bloß nicht, du wolltest es mir hinterher noch sagen. Doch, nach der Übergabe. Ich wollte dich nicht noch beunruhigen. Ja, prima, toll, das hast du auch geschafft. Ich bin so ruhig wie noch nie. Und was habt ihr für eine Ausrede? Kathi, Marc ist ein freier Mensch. Niemand kann ihn dazu zwingen, hier zu bleiben. Das sehe ich genauso. Andere Bodyguards sind auch nicht schlechter als ich. Das ist mir egal, ich will mich aber nicht an jemand anderen gewöhnen. Du kennst meine Kollegen doch gar nicht. Und ich habe auch keinen Bock, sie kennenzulernen. Das hättest du dir vorher überlegen müssen, bevor ihr mich im No Limits gelingt habt. Wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen? Kathi, ich kann nicht die Verantwortung für jemanden übernehmen, der sich nicht mal an die einfachsten Grundregeln des Personenschutzes hält. Komm, Kathi, das hat keinen Sinn. Ich schwöre dir, sowas kommt nie wieder vor. Bitte. Hi, Mom. Ich bin's. Wenn du mich nicht erreichst, ich bin im No Limits, okay? Bye. Blöde Mailbox. Ach, du bist noch da, wie schön. Weißt du was, ich koche uns was. Oder musst du gleich wieder weg? Nö, das No Limits kann warten. Und? Was hältst du von Lasagne? Hm? Ja. Ich habe vorhin den Anrufbeantworter abgehört. Noch was Wichtiges dabei? Nichts, was ich nicht schon von dir wüsste. Ich freue mich, dass Sie sich doch noch für meine Tochter entschieden haben. Ich werde Nina schon erklären, warum ich bei Ihnen ausgezogen bin. Und warum Arno sich von mir getrennt hat. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Arno hat sich von meiner Mutter getrennt. Was hast du damit zu tun?